Warum zum Teufel gibt es Wasserwagen mit einer Digitalfunktion? Das klären wir in diesem Video. Denn vor kurzem haben wir ein Video gemacht zu ganz normalen Wasserwagen ohne Digitalfunktion. Und das kam so gut bei euch an, dass wir gesagt haben, wir müssen uns das auch noch anschauen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Andreas. Und Andreas ist unser Wasserwagen-Experte. Denn wir haben schon mal ein Video für euch gedreht. Wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt mal anschauen. Ist hier oben auch verlinkt. Da haben wir uns normale Wasserwagen angeguckt. Analoge quasi. Genau, wir haben uns analoge Wasserwagen angeguckt. Das ist eigentlich das Bessere, weil sie sind auch normal gewesen, aber die haben so viele Spezialfunktionen gehabt. Es war echt interessant. Also ich war super überrascht. Cool fand ich auch Folgendes. Du hast ja den Trick gezeigt, wie man rausbekommt, ob eine Wasserwaage gerade ist, also ordentlich anzeigt oder nicht, sagen wir es mal so. Wichtige Tipps, bevor ihr was kauft, da ein, zwei Hinweise, dass ihr auch eine kauft, die vernünftig ist, die funktioniert und. Gibt's wichtig. Wie man das auf YouTube richtig macht, wir verraten das jetzt nicht, damit ihr das alte Video guckt. Aber viele von euch haben das ausprobiert und haben gesagt, verdammte Axt, meine Wasserwaage, die ich zu Hause habe, ist ungenau. Ja? Und wenn so eine Wasserwaage krumm ist, dann kann sie es mal machen. Briefbeschwerer. Ja, dann ist das nur ein Briefbeschwerer oder kannst du irgendwas anderes benutzen, aber nicht mehr als Wasserwaage oder nicht mehr als Messinstrument. Ja? Denn wenn du so eine Wasserwaage hast, ist es so, wenn die genau ist, ist es ein total guter Helfer. Wenn sie ungenau ist, ist es ein bösester Feind. Und kann richtig teuer werden. Kann richtig teuer werden. Also wenn so eine Wand dann immer nachher 2 Grad aus dem Lot ist, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, 2 Grad wird man schon sehen, oder? Wahrscheinlich. Ja, dann gucken wir mal, was 2 Grad sind. Ja. Aber wir haben heute Folgendes da. Wir haben digitale Wasserwagen. Und du erzählst mir mal, was kann das, was macht das? Wir haben auch verschiedene Arten hier und probieren das auch mal aus. Ich würde sagen, du nimmst jetzt eine, wo du sagst, ja, das ist die Größe, an der man das am besten erzählen kann. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Weil was heißt denn digital eigentlich? Ja, wir haben jetzt hier im Grunde eine normale Wasserwaage, aber hier haben wir noch ein Display. Richtig. Oder sogar 2. Also wir haben Libellen nach wie vor dran, bei manchen halt 2, also einmal horizontal und vertikal. Bei den etwas größeren haben wir auch 3 dran. Hier, entschuldige bitte. Hier zum Beispiel. Das ist halt je nach Bauform oder Länge, wie viel Platz dann ist. Wir haben sogar jetzt eine, oder Stabile hat vielmehr eine rausgebracht, ganz ohne Libellen. Wenn man wirklich sagt, für enge Bauräume ist das hauptsächlich gedacht, wo du wirklich nur das Ding reinstellst und quasi dann messen oder ablesen, hören willst, wie auch immer, kommen wir gleich zu, ist der Schrank gerade oder eben nicht. Ja. Aber pro Hören, das hört sich dann etwa... Es piept eine ganze Weile. Ja, etwa so an. Genau. Aber da kommen wir gleich zu. Erklären wir gleich, genau. Wichtig dabei ist, wir haben 2 Formen. Das eine ist quasi ein 3-in-1-Gerät, machen wir am besten hinterher. Die normale Wasserwaage hat halt ein Aluprofil, so wie in dem anderen Video haben wir es ja erklärt, es auch andere Aluprofile gibt, die glatt sind. Ja. Hier haben wir schon die bessere Version, sprich mit diesen verstärkten Rippen, die das Ganze einfach stabiler machen. Ja. Stabiler. Genau, da hatten wir es wieder. Aber sag mal, diese digitalen Wasserwagen, gibt es die nur in dieser Form? Ja. Ah ja, okay. Genau, also es gibt nur dieses eine Profil, weil wir hatten auch noch diese verschiedenen anderen, die du vielleicht im Kopf hast. Genau. Hier ist diese eine Form, aber mit den meisten Funktionen, die schon ein bisschen höher greifen, also ein bisschen mehr Ausstattung. Wir reden hier über Sachen wie diese 2 Komponenten Stoßkappe, dass wenn die wirklich mal ein bisschen runterfällt oder irgendwo gegenkracht, da nicht weiter was passiert oder zumindest nichts Schlimmeres. Dann haben wir natürlich auch die Funktion mit diesen erhöhten Nupsis, nenne ich mal, dass wenn du die Wasserwaage an der Wand anlegst, die nicht an der Wand verrutscht. Vielleicht kannst du das genau noch zeigen. Wenn ich das hier so dran habe, dann hat die einen gewissen Halt. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist nicht mehr so, dass man die hier einfach hin und her rutschen kann. Genau. Das ist schon gut. Weil wenn du es an der Wand hast und für euch den nutzen und du hältst mit einer Hand fest und willst dann noch mit einem Bleistift eine Linie ziehen, dann hast du es manchmal, du drückst ein bisschen drauf und verrutscht dann. Das hast du bei der eher nicht. Also musst du schon sehr viel Mühe geben. Und du schützt natürlich auch deine Wand. Wenn die Wand schon irgendwie geputzt ist oder ähnliches, genau, dann das auch. möchtest du auch keine Abdrücke oder keine Riefen haben. Genau. Also von den Funktionen her, was die Griffform, also diesen Zusatzgriff angeht, was die Libellen angeht, die Genauigkeit der Libellen, da sind wir auch im anderen Video drauf eingegangen, stehen die den analogen in nichts nach und wir haben zusätzlich das digitale Element mit eingebaut, wo man jetzt verschiedene Funktionen nutzen kann.
Ja, Deswegen würde ich sagen, wir schalten einfach mal ein, gehen die Funktion durch. Genau. Wir machen mal eine kleinere, ich glaube, das ist einfacher zu zeigen. Ja, genau. Du brauchst nicht mit der großen Wasserwaage hier. So, also, du hast ja noch nicht so richtig, ein bisschen probiert hast du, glaube ich, schon. Also einschalten, ausschalten ist, glaube ich, soweit klar. Dann haben wir ein beleuchtetes Display, was einfach auch hilft, es besser abzulesen, vor allem wenn es vielleicht mal ein bisschen dunkler ist. Vor allem, wir haben hier ein Display und Genau. hier auch nochmal eins. Ja? Ganz genau. Also wir haben eins oben, das heißt, du kannst es jetzt hier hin tun und siehst jetzt hier 0,2 Grad, ja? Oder ich kann es vor mich hinstellen und sehe jetzt hier in dem Genau. Fall 0,1 Grad. Und was man sagen muss, was ich interessant finde, ist, wie gut das ablesbar ist. Also das ist, also selbst jetzt aus eurem Winkel, selbst so kann man das langsam schon lesen und so sowieso richtig gut. Auch in so, das ist richtig gut. Das muss ist man auch sagen. mit die neueste Generation. Ich glaube, die Generation davor ist 2, 3 Jahre alt zu dem Dreh. Da waren das noch ein bisschen anders. Da war das Display anders, ein bisschen einfacher. Also es ist nochmal heller geworden, nochmal deutlicher. Also sind besser geworden, die Wagen. Und die Knöpfe und Schalter haben sich nochmal geändert. Früher hatten die mehr so eine Silikontasten, die du richtig reingedrückt hast. Jetzt hast du hier quasi eine Tastenfolie, also relativ glatt. Damit hat man einfach darauf reagiert, dass die Kunden oder Besitzer gesagt haben, okay, das ist halt vom Saubermachen her günstiger, wenn ich nicht diese ganzen Riffel habe Klar. oder diese Ritzen, sondern hier hast du eine glatte Fläche, da wischst du drüber und fertig. Ja. Und es ist plan. Ja, also das Plan war es vorher auch, genau. ist nicht gut. Das So. passt. Man kann das Display natürlich auch nicht ausschalten, aber die Beleuchtung ausschalten. Genau. Also aus, mittel und volle Leistung. Ja, also 2 verschiedene Helligkeitsstufen, je nachdem, wie ich es haben will. Das Display bleibt auch an, sprich, der merkt sich die letzte Einstellung. Sprich, wenn du es jetzt ausmachst und beim nächsten Mal wieder verwendest und du willst immer Licht haben, dann schaltest du nur ein und dann nimmt die letzte Einstellung. Auch nicht ganz unwichtig. Aber wofür sind jetzt die ganz anderen Knöpfe hier? Also lass uns hier mal durchgehen. Warte, es geht immer noch ein bisschen weiter, immer noch mehr Funktionen, Licht ist Licht. Ja, okay, aber es hält, ich sag mal, 80 Stunden bei voller Leistung, 400 Stunden, wenn es ausgeschaltet ist. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Und du kannst auch 2 Varianten einstellen. Entweder ist es 7,5 Minuten Dauer an und dann geht es aus. Oder auf 2 Stunden das verstellen, dass es ausgeht. Also so ein bisschen Stromsparmodus quasi. Aber wenn du falls sagst, du vergisst abzuschalten, in die Tasche steckst, nicht, dass es beim nächsten Mal leer ist. Aber wenn du sagst, geht aus, was ist denn hier hinten für eine Batterie drin? 2-mal Doppel-A. Ah ja, okay. Also einfach da ein paar Akkus kaufen Genau. und dann ab und zu mal austauschen. Ist auch keine Klappe oder irgendwas, wo du noch mit USB rangehen kannst oder solche Sachen. Ist aber mit Absicht so gemacht, weil die neueste Generation hat eine IP-Klasse von 67. Oh. Das ist schon, du kannst das Ding nehmen und mit Schnorcheln gehen. Also ich glaube, die Formulierung ist eine halbe Stunde unter Wasser bis halbe Stunde, 30 Minuten, ist richtig, und einen halben Meter tief, so Rechnen ungefähr. Ja, danke. Also im Grunde kannst du mit Schnorcheln gehen, hat aber einen Grund. Wenn die Leute mit Trockenbau oder beim Mörtel anmischen oder was auch immer, wenn die mit irgendwas arbeiten, wo das Ding wirklich richtig dreckig wird, dann nehmen die das Teil, weichen das teilweise in Wasser ein, warten 5 Minuten, nehmen das raus, wischen das richtig sauber und packen es dann weg. Und dafür muss das Ding halt was abkönnen. Oder rühren es direkt an, das meinte ich natürlich nicht, aber zur Not hilft das vielleicht auch. Ein Pro-Tipp wäre so rumrühren. Ja, damit man sieht, bei wie viel Grad man Richtig, das anrührt. Ja, genau. ja, klar. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. dann haben wir hier die Ref-Taste. Ja, hast eine einfache Funktion, dass wenn du einen bestimmten Winkel hast, beziehungsweise du von 0 ausgehen willst, ja, wie man es formuliert, du hast jetzt einen Winkel von 16,25, du willst aber von diesem Winkel aus weiter messen, warum auch immer. Referenz setzen. Referenzwert setzen, dann nullst du das, er zeigt auch Referenzwert an und dann kannst du von dem Winkel aus den nächsten Winkel dir anzeigen lassen. Ja, Ja. logisch. Um es abzuschalten, ist es, glaube ich, nochmal oder gedrückt halten kurz. Ja, gedrückt halten. Im Zweifel könntest du auch die Wasserwaage kurz ausmachen, anmachen, dann ist die auch wieder genullt oder resettet quasi. Okay, was aber das wozu angeht. brauche ich jetzt hier holt und diesen Schlüssel? Stell dir vor, du hast hier einen Winkel, den willst du abnehmen. Dann setzt du dir die Wasserwaage an, drückst einmal kurz Hold, wenn du den richtigen Winkel hast. Und dann läufst du zu deinem Block, der da hinten liegt, und willst den Winkel aufschreiben. Und du kannst die Sachen nicht so gut merken. Das stimmt. Dann kannst du das jetzt quasi mitnehmen, weil er zeigt es immer noch an. Jetzt auch noch, jetzt auch noch. Ja? Also einfach den Winkel halten. Und wenn du Hold nochmal drückst, dann, wie du eben gemacht hast, dann ist der Winkel wieder raus und du hast wieder eine normale Wasserwaage. Okay. Ja. So, dann haben wir ein Schloss. Ja. Sprich, wenn du dir deine Wasserwaage so eingestellt hast, wie du es willst, sprich zum Beispiel, du willst immer in Grad messen. Du verleihst die aber ab und zu mal an einen Kollegen und der misst immer in Millimeter pro Meter. Und du nimmst sie dann zurück und
siehst es nicht gleich und machst dann irgendwelchen Quatsch. Du kannst quasi deine Einstellungen speichern. Ja? Okay. Oder wenn du damit arbeitest, dass du nicht versehentlich irgendwo drauf drückst oder so. Ja? Okay. Wer das nutzen möchte oder für wen das wichtig ist, der nimmt das. Ich Ja, glaub, bei verstehe. mir wäre es nicht so wichtig, aber es ist dran, du kannst es nutzen. Sens? Sens hast du die Funktion, dass du die Grad, also die Nachkommastellen bei Grad und bei Millimetern nochmal um eine ergänzen kannst. Also wenn du es genauer brauchst, Ah, verstehe. ist auch so ein Thema bei dem Kalibrieren oder wenn du kontrollieren willst, wie genau ist er oder ist er richtig kalibriert halt. Ja, Das auch okay. gebraucht, dass du halt möglichst genaue Angabe hast. Ja, verstehe. Und der Modus ist halt dann wirklich Prozent oder Meter, Fuß, Inch. Inch per Feet, noch Pitch. Also die Wasserwaage ist gebaut für weltweite Nutzung, weil ich glaube, Pitch und so weiter und Feet und so weiter, das nehmen sie dann doch nur in Amerika. Ja? Ja, okay. Oder USA. Oder macht ihr das so? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde Genau. mich interessieren. Also ihr seht, man kann da jede Menge mitmachen, aber vor allem, wir wollen es mal ausprobieren, oder? Können wir machen. Die ist ja eigentlich, oder man fragt sich ja, warum soll ich es jetzt digital machen, warum nicht analog? So, im Grunde ist, Ja. ist ein Argument natürlich Zeitersparnis. Ja, theoretisch mal der Fall, wir wollen jetzt hier den Tisch ausnivellieren auf 0 Grad und die Füße zum Einstellen sind aber gefühlt unter dem Tisch. Da müsste ich ja jetzt mal gucken, ist es gerade, ja, nein, dann krauche ich runter, verstelle wieder was, hoch. gucke wieder hoch, also wenn ich nur die Libelle hätte, ist noch nicht ganz, noch ein bisschen zurück und dieses Hoch und Runter. Oder ihr habt einen zweiten Mann dabei, der sich nur damit beschäftigt, auf diese Libelle zu gucken, zu sagen, links, links, nee, doch rechts. Kennt jeder, oder? Kennt jeder. So, also das soll eine Zeitersparnis sein, dass ich hier akustisch auch abgeholt werde. Sprich, wenn wir die scharf schalten, also Ton ein aus, würde auch funktionieren. Dann Ton hört ist es, genau, dann hört es schon piepen. Und ab einem Grad also ab 2 Grad, egal in welchem Bereich, fängt die an, dir akustisch einen leichten Hinweis zu geben, du kommst der Sache näher. Das ist ein langsames Piepen. Je dichter du der Null kommst, umso schneller wird das, dass du merkst, okay, ich komme langsam näher, so ähnlich wie bei eurem Auto. Und bei 0 Grad haben wir dann einen durchgehenden Ton. Oder ihr geht rüber, wie ihr es gerade hört, und merkt, oh, der Ton hat sich geändert, ich weiß, ich bin zu weit. Ja, weil es gibt auch Wasserwagen, die machen das zwar akustisch auch schon, aber es ist derselbe Ton. Und dann weißt du nicht, Ach so, wo bin ich bist jetzt gerade? Genau, bist du jetzt zu weit, bist du drüber oder bist du jetzt wieder drunter? Oder, ja, also auch da verschieden. Und dann kannst du wirklich unten an deinem Fuß theoretisch sitzen, brauchst bloß hinhören, okay, wo bin ich denn? Komme ich näher? Falsch Nee, falsch rum. Dann wieder ein Stück zurück. Und ihr braucht nicht mal hingucken. Und habt es irgendwann, du musst, glaube ich, schneller drehen. 0,2 Grad, 0,15 und 0,05. Ich würde jetzt aufhören, ohne hinguckt zu haben, würde ich sagen, es könnten 0 Grad sein. Ja, so, wir machen den Ton mal aus. Und Ja. wenn der Ton, also der Ton vom Piepen, wenn ihr den nicht haben wollt, könnt ihr es ausschalten. Oh, ein bisschen lauter Und, gemacht. ja, genau. Oder lauter. Also es gibt auch 2 Lautstärke-Varianten. Und auch das Drücken von den Tasten. Wenn ihr das nicht haben wollt, gedrückt halten, dann sagt er Sound off und dann habt ihr auch diese Tastentöne nicht mehr. Ja, weil den einen oder anderen stört das Geräusch dann doch, wenn er eine normale Anwendung hat, wo er sowieso vielleicht auf der normalen Libelle guckt, warum auch immer, kann man das wirklich abschalten und dann ist es für jeden individuell konfigurierbar. Oder für jede Anwendung ganz und gar. Weil manchmal brauchst du es, manchmal vielleicht nicht. Ich habe das Gefühl, mit der Funktion würde ich fast schon zu genau arbeiten wollen. Wenn du so ein Board setzt, ja, auf 0,2 Grad, weil die Bälle sagt, ja, das passt schon. Aber wenn dann hier 0,2 steht, denke ich mir so, naja, eigentlich soll es ja ordentlich sein, ja. Kannst du sagen, okay, solange es piept, ist alles okay. Sonst, ja, bei 2 Grad, das wird dann aber ein Board. Ich glaube, das nimmt der Kunde nicht ab. 80-20. Ja, aber es ist wirklich das ist eine interessante Frage. Also ich habe noch nie damit ja dauerhaft gearbeitet und ob das dann wirklich mich sogar animieren würde, noch genauer zu arbeiten. Weil bei Libelle ist das schon, eine Libelle ist ja genau, das ist nicht das Thema, aber man ist manchmal so, ja, das ist schon zwischen den 2 Linien, das passt schon. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie so, das ist ja auch bei der Libelle. Ich sag mal, wenn du nur so ein bisschen schief stehst, du musst ja wirklich immer genau auch drauf gucken. Ja, das stimmt. frisst ja auch irgendwo Zeit. Ja? Du sagst immer, noch so ein ganz bisschen. Also bis du sagst, okay, passt oder passt nicht, hier sagst du 0,05 passt für mich. Kurz drauf geguckt, fertig. Oder 0 halt, wenn du sagst. Ja? Ja, Da brauchst du nicht lange drauf gucken. Und wie du sagst, aus jedem Winkel und gefühlt auch aus 2 Richtungen. Weil Also es ist schon sehr schnell. ja, es gibt auch Wasserwagen, die sind halt, die haben eine Anzeige, die ist dann vielleicht auch schräg oder gerade. Das könnte dann manchmal fehlen mit der zweiten.
Es gibt auch noch welche mit einem Farbdisplay, aber ich sag mal, ich brauche es nicht auch noch im bunt. Also auch wenn auch keiner. noch optisch abgeholt werden muss, dann sieht das Auch zwar schön keiner. aus, aber okay. Der Klassiker, den ich benutze, ist 1 Meter, also als Wasserwaage. Ja, bei mir in der Werkstatt oder so habe ich eigentlich immer das in der Hand. Und ich muss schon sagen, ich bin so ein bisschen überlegen, ob ich das austausche gegen die. Weil, also mal zumindest einen Langzeittest zu machen, wie fühlt sich das an, ja, mit dem? Und Nervt es mehr oder hilft es mehr? Das ist halt die Frage, ja. ja, genau. Also wo guckt man am Ende hin? Weil jetzt Ja. hältst du es hier hin und sagst, gucke ich jetzt, oder sag mal so, gucke ich jetzt dahin oder dahin, ja? Oder. Also das ist interessant. Interessant. Ja, interessant. Und wo bei der Länge waren, es gibt natürlich diverse Längen. Klar mit der kleinsten angefangen, aber wenn ihr noch eine Libelle braucht, dann ist das die falsche. Dann geht es, glaube ich, weiter mit 40, ich bin gerade nicht sicher, 40 oder 60 und dann halt gefühlt alle 20 Zentimeter, so ganz grob. Wir blenden euch das einfach mal ein, welche es gibt, bis zu halt den ganz lang. Und es gibt 2 davon, die haben auch, die hier nicht. 2 davon ist einmal die Länge, die gibt es mit Magneten drunter. Das ist die 60, steht dran, 61 Zentimeter, so einfach kann es sein. Genau. Und es gibt die 1,83, auch mit Magneten. Ja? Krass. Okay, die anderen sind halt ohne diese starken Magneten, wer es nicht braucht. So, und jetzt musst du uns mal das da hinten zeigen, weil Ja. wir haben ja noch eine Spezialwasserwaage quasi. Das ist im Grunde so Eigentlich ist es so 3 in 1. 3 in 1. Stabiler sagt 3 in 1, weil die sagen, okay, ich habe eine Wasserwaage, ich habe eine Libelle, Nummer 1, Nummer 2, ja, horizontal, vertikal, kann das normal nutzen, ist es gerade oder nicht, passt. Check. Auch digital. Auch digital, digital, jetzt machst du wieder so, damit ihr es seht. Wir schalten es nochmal ein, weil das hat sich schon abgeschaltet. So, jetzt haben wir das Winkelmesser, sprich, ihr wollt einen Winkel abnehmen. Ja, dafür ist die Anzeige. Also ich habe keinen digitalen Winkel. Winkel. Also, nee, Winkel ja, aber keinen. Ich kann nicht ablesen, ob ich gerade bin. genau. Ob Das du war- gerade hier bist. Ob ich gerade hier bin. Nein. So, kann es also als Winkelmesser benutzen Also Wasserwaage, Winkelmesser. Ja. und also Winkelschmiege. Ja, okay. Wenn das die dritte Funktion, also ist die dritte Funktion erklärt. Sprich, Winkelschmiege, wir machen es mal so. Ihr habt einen Winkel, hier ist wahrscheinlich nahezu 90 Grad. Ihr legt das an, macht hoch und wisst, okay, das ist ein Winkel von 89,4, weil ich nochmal kurz gegengekommen bin. Ihr habt den Winkel. Ja? Könnt quasi das nehmen, übertragen. Ihr könntet das hier auch feststellen, dass sich das nicht mehr wirklich bewegt. Könntet das auf ein anderes Bauteil, was dann woanders steht, sagen, okay, da habe ich 90 Grad, fast. Hier möchte ich den gleichen Winkel haben, passt nicht ganz, ich muss das hier ein bisschen anpassen. Zack, fertig. Ja? So, Was wir hier aber haben, ist eine Funktion, die genial ist für jemanden wie mich. Denn ich bin ja grundsätzlich richtig faul und ich kann nicht rechnen im Kopf. ja, das habe ich mir schon verraten. Und zwar ist es die Funktion der Winkelhalbierenden. Sprich, ihr habt ja nicht immer 20 Grad, wollt was zusägen an der Säge und wollt dann mit der Kappsäge 10 Grad schneiden, ja, damit ihr diese Winkelhalbierende habt. Sondern hier habt ihr vielleicht auch mal 64, das ist zu einfach. Wir nehmen jetzt mal für dich 73,8. Wer rechnet schneller? Davon die Hälfte? 15. Knapp daneben, es sind 36,9. Ja, ich habe aber geschätzt. Ja, Sprich- Verschätzt man das nicht. Ja, sprich, ihr habt hier eine Taste dran, wo ihr quasi auf Knopfdruck logischerweise die Winkelhalbierende euch errechnen lassen könnt. So dass ihr wirklich sagt, ihr nehmt den Winkel, könnt den Winkel auch, nächste Taste wäre holt, euch merken, ähnlich wie bei den Wasserwagen. Sagt, okay, habe ich, geht zu eurem Gerät oder zur Säge, könnt euch dann die Winkelhalbierende noch nehmen und dann habt ihr das relativ zackig beieinander. Ja, also gerade wenn ihr irgendwie zum Beispiel Sockelleisten macht, ja, der Genau, Klassiker, ja. oder. Das Und war dann sagt man, ja, ich habe jetzt hier 46 Grad, kann man doch einfach rechnen, aber bei 57,9 ist schon so, ja. Weil wir alle haben Handys, weil das geht alles, aber hier knapp ein Druck und dann geht's schon. Genau, geht schnell. Ansonsten haben wir weitergehend noch, also wir gehen mal die Knöpfe schnell durch, noch einen Referenzwert. Das ist quasi die gleiche Funktion wie bei denen hier, dass ihr euch quasi bei einem bestimmten Wert was nehmen könnt. Drückt nur mal auf 0 und dann könnt ihr die Abweichung haben. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, ist er noch richtig eingestellt. Oder wir machen es mal aus und an, dann ist es resettet. So. Das Licht hatten wir, glaube ich, noch nicht erklärt, aber es ist genauso. Ihr könnt hier in 2 Helligkeitsstufen das Ganze haben oder halt ohne Beleuchtung, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und dann sind wir mit den Schaltern im Grunde auch durch.
Ja. Das heißt also, wir haben hier auch, ich muss sagen, so eine Funktion ist für mich enorm wichtig. Also ich habe ein ähnliches Gerät bei mir, auch in der Werkstatt. Ich nutze das wirklich häufig, weil es gibt diese kleinen Winkelmesser, das ist immer so eine Sache. Ja? Ich nutze das wirklich gerne, aber also insofern das für mich nicht neu. Das hier schon und ich denke, ich werde das bei mir mit reinnehmen. Ich zeige dir hier mal noch 2 Sachen. Da denkt man vielleicht nicht drüber nach im ersten Moment, aber wenn man es gesehen hat, dann ja, doch, ist irgendwie logisch. Du hast bestimmt schon mal eine Wasserwaage in der Art gesehen, wo du das auch so rausziehen kannst. Ja. Die sind aber meistens mit so einem U-Profil, ja? Das sind quasi drüber steckt und du ziehst das ganze Profil so raus. Ja. So, oder die alte Stabile hatte quasi Konkurrenten. So ein, ja, das auch. Oder Stabile hatte auch die ältere Version, gibt schon ein paar Jahre nicht mehr, hatte quasi das mit dem L-Profil, wo du so ein L-Profil rausziehst. Du hast manchmal das Problem gehabt, dass du in dem Moment, wo du es zuklappst, teilweise die Wasserwaage nicht mehr ablesen konntest oder das Display oben war dann verdeckt, wenn eins wäre oder das hier vorne ganz und gar. Also schwieriger. Jetzt hat man es so gebaut, dass man sagt, okay, es ist ganz egal, ob das drin draußen ist, du kannst das Ding immer benutzen als Wasserwaage zum Beispiel. Und wenn du einen Winkel hast, durch dieses U-Profil konntest du das ja dann schlecht anlegen und anzeichnen. Ja, weil du bist ja dann drüber gerutscht oder so, weil hier hattest ja die untere Kante und musst dann hier so ein bisschen regional ansetzen. Hier hast du quasi von beiden Seiten quasi einen gewissen Ansatz, dass du rangehen kannst, legst die an und kannst dann hier ganz in Ruhe deinen Strich ziehen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. 2-0 Wasserwaage. Das hier ist kein Flaschenöffner, sondern Aber, ja, machen wir weiter. die Form ist einfach nur begründet, dass das hier wieder richtig einrastet, dass hier eine gewisse Stabilität ist. Also das ist jetzt keine spezielle Funktion hier oben. Ich habe aber das Gefühl, das wird teuer. Ja. Also man muss sagen, Wasserwagen, gute Wasserwagen kosten ihr Geld. Ja. Aber die kaufst du auch nicht alle 3 Tage. Und digitale Wasserwagen kosten noch einen Tick mehr Geld. Ja, also fängt so bei 150 € an. Das ist hier so selbst die kleinste ist damit dabei, weil die Technik ist halt die gleiche wie in der Nummer größer. Also durch weniger Material sparst du jetzt nicht wirklich viel. Dann geht es halt 150, 160, dann geht es so im Bereich 190, was die normalen Längen sind. Und bei den großen geht es dann schon so Richtung 250 bis 3 €. Also noch mit Magneten, ohne Magneten. Bei denen, muss ich mal ganz kurz abgucken, sind es so 170 bis 200. Also gibt es in 2 Größen, muss ich noch dazu sagen. Ja. Das ist quasi einmal die, wir lesen es schnell ab. Steht nicht drauf. Wir blenden das, nee, hier, 80 cm und 40, ne? 45. Ja. Das sind die beiden Größen, die es da gibt. Okay. Ja. Also ihr seht, so eine Wasserwaage mit Display, ich nenne es mal wirklich so, hat ihre Berechtigung, kann man andere Sachen mitmachen und kann eine echte Erleichterung sein. Ja. Ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, der Klassiker, Küchenschrank, ich packe mir das oben drauf, gucke, dass ich den Küchenschrank irgendwie ausnivelliere, muss ich nicht die ganze Zeit gucken. Ja? Und es ist schon so, dass du über die Frequenz dass du sehr gut sehen kannst, wo bin ich denn gerade, kannst es einstellen und dann kannst du es festmachen. Super, brauchst keinen zweiten Menschen. Genau. Aber auch, vielleicht würde es mich wirklich animieren oder auch stören, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, dass ich noch genauer arbeite. Ja, also schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, habt ihr schon welche benutzt mit der Digitalfunktion? Würde mich super interessieren. Oder sagt ihr hopp oder top? Ja. Vielleicht wirst du ja auch, weil du genauer arbeitest, dafür mehr Zeit brauchst, aber schneller ablesen kannst und gleicht sich das vielleicht aus. Ist eine Theorie. Auf jeden Fall gibt es zu jeder Wasserwaage, kann ich noch sagen, eine schicke Verpackung dazu, weil die solltest du natürlich auch richtig lagern. Zu jeder? Zu jeder, ja. Das ist selbst für die kleine hier. Aber auch für die ganz große? Für die ganz große brauchst du halt mehrere davon. Nein, Quatsch, gibt es natürlich eine lange, dann auch mit so einem Tragegriff, gibt es alles. Aber ich denke mal, jetzt haben wir es ganz gut erklärt. Okay. Wenn wir es gut erklärt haben, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt eure Fragen. Solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Ciao.